Los Angeles, 2013. Ein Hotel mitten in Downtown. Das Cecil Hotel. Ein Gebäude, das seit seiner Eröffnung im Jahr 1927 unzählige dunkle Geschichten beherbergt hat. Serienmörder, Selbstmorde, unerklärliche Todesfälle. Kein anderes Hotel in Kalifornien ist so sehr mit Tod und Schrecken verbunden. In diesem Hotel checkte eine junge Frau ein. Elisa Lam. 21 Jahre alt. Studentin aus Kanada. Sie wollte eigentlich nur reisen, die Welt entdecken, Abenteuer erleben. Doch was wie eine harmlose Reise begann, sollte zu einem der rätselhaftesten Fälle der modernen Kriminalgeschichte werden. Wenige Tage nach ihrem Check-in war Elisa verschwunden. Die Polizei durchsuchte das Hotel, doch ohne Erfolg. Bis man sie schließlich Wochen später fand. Oben auf dem Dach, in einem der großen Wassertanks. Tot. Allein das wäre schon ein verstörender Fund. Aber was diesen Fall wirklich weltbekannt machte, war ein Video. Ein Überwachungsvideo aus einem Aufzug. Es zeigt die letzten bekannten Momente von Elisa Lam. Und diese Bilder werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. In diesem Fahrstuhlvideo sehen wir Elisa Lam. Sie drückt in schneller Folge alle Knöpfe. Sie schaut vorsichtig nach draußen, tritt wieder zurück, versteckt sich, bewegt ihre Hände auf eine seltsame, fast unnatürliche Weise. Als ob sie mit jemandem spricht, den niemand sonst sieht. Millionen Menschen weltweit haben dieses Video gesehen. Viele glauben, Elisa sei verfolgt worden. Andere sind überzeugt, dass sie eine Psychose hatte. Manche vermuten sogar das Übernatürliche, dass das Cecil Hotel selbst eine Art dunkle Macht über sie hatte. Doch was ist wirklich geschehen? War es ein Unfall? War es Mord? Oder war Elisa Lam ein Opfer ihrer eigenen inneren Dämonen? Dies ist die wahre Geschichte von Elisa Lam und dem unheimlichsten Hotel Amerikas. Um zu verstehen, warum der Fall Elisa Lam so viel Aufmerksamkeit erregt, müssen wir zunächst einen Blick auf ihr Leben werfen. Elisa Lam wurde am 30. April 1991 in Vancouver, Kanada, geboren. Sie war die Tochter chinesischer Einwanderer, die in der kanadischen Westküstenmetropole ein neues Leben aufgebaut hatten. Vancouver gilt als eine weltoffene Stadt, geprägt von unterschiedlichen Kulturen. Ein Ort, an dem Elisa sowohl mit der chinesischen Tradition ihrer Familie als auch mit westlichen Einflüssen aufwuchs. Schon in jungen Jahren zeigte sich, dass Elisa eine nachdenkliche, sensible Persönlichkeit war. Freunde beschrieben sie als freundlich, aber auch introvertiert. Sie war belesen, liebte Literatur und schrieb gern in ihr Tagebuch. Später nutzte sie das Internet, vor allem Tumblr, um ihre Gedanken, ihre Ängste und ihre Träume zu teilen. Doch Elisa litt auch unter psychischen Problemen. In ihrem Blog sprach sie offen über ihre Depressionen und ihre bipolare Störung. Sie suchte nach einem Weg, mit diesen inneren Kämpfen umzugehen, und fand im Schreiben eine Art Ventil. Ihre Posts waren oft poetisch, manchmal melancholisch, ein Spiegel ihrer inneren Welt. Im Jahr 2013 entschloss sich Elisa, eine Reise durch die Vereinigten Staaten zu machen. Sie wollte Kalifornien sehen, Städte wie San Diego, Los Angeles und San Francisco erkunden. Für viele junge Menschen ist eine solche Reise eine Art Selbstfindung. Auch für Elisa sollte sie das sein. Ihre Eltern unterstützten sie, hatten jedoch auch Sorge. Da Elisa Medikamente gegen ihre psychische Erkrankung einnahm, bestand immer die Gefahr, dass sie in eine Krise geraten könnte. Dennoch machten sie die Reise möglich, unter der Bedingung, dass Elisa regelmäßig Kontakt hielt. Jeden Tag rief sie ihre Eltern an oder schrieb ihnen, um sie zu beruhigen. Am 26. Januar 2013 reiste Elisa von San Diego nach Los Angeles. Dort checkte sie in das berüchtigte Cecil Hotel ein. Für sie war es nur eine günstige Unterkunft mitten in der Stadt. Für die meisten anderen Menschen aber war das Cecil Hotel ein Ort, den man besser mied. Das Hotel hatte seit den 1930er Jahren einen dunklen Ruf. Serienmörder wie Richard Ramirez, bekannt als der Night Stalker, und Jack Unterweger hatten dort gewohnt. Immer wieder gab es Selbstmorde, Gewaltverbrechen und unerklärliche Todesfälle. Wer im Cecil eincheckte, teilte das Gebäude oft mit Drogenabhängigen, Obdachlosen oder Kriminellen. Ob Elisa diesen Hintergrund kannte, ist unklar. Wahrscheinlich hatte sie über das Internet ein günstiges Angebot gefunden und nicht weiter recherchiert. Für sie war es nur eine Station auf ihrer Reise. Doch für das Schicksal von Elisa Lam wurde das Cecil Hotel zum Zentrum eines unlösbaren Rätsels. In den Tagen nach ihrem Check-in am 28. Januar 2013 berichteten andere Gäste von Begegnungen mit Elisa.
Manche sagten, sie wirkte freundlich, manchmal gesprächig. Doch es gab auch Momente, in denen sie verwirrt oder unruhig erschien. Einige Mitbewohner im Mehrbettzimmer, das sie zunächst gebucht hatte, beschwerten sich sogar beim Hotelpersonal über ihr Verhalten. Elisa wechselte daraufhin in ein Einzelzimmer. Sie erkundete die Stadt, besuchte Buchläden, Cafés und Sehenswürdigkeiten. Auf ihrem Tumblr-Blog postete sie weiterhin Gedanken und Eindrücke. Für Außenstehende wirkte es wie eine normale Reise einer jungen Frau. Doch zwischen den Zeilen ihrer Einträge spürte man auch eine gewisse Rastlosigkeit. Als ob sie nach etwas suchte, das sie selbst nicht genau benennen konnte. Elisa war allein unterwegs, aber sie hinterließ digitale Spuren. Kreditkartenabrechnungen, Social-Media-Posts, Telefongespräche mit ihren Eltern. All das zeigte, dass sie die Tage in Los Angeles aktiv verbrachte. Bis zum 31. Januar war alles scheinbar normal. Doch dann brach der Kontakt ab. Ihre Eltern warteten auf den täglichen Anruf, doch er kam nicht. Und das sollte sich nie wieder ändern. In diesem Moment, als Elisa das letzte Mal lebend gesehen wurde, begann die Geschichte, die bis heute die Menschen fasziniert und verstört. Ihre Reise, die eigentlich ein Aufbruch ins Leben sein sollte, wurde zum Beginn einer Tragödie. Die letzten Tage im Leben von Elisa Lam sind wie ein Puzzle. Viele kleine Teile sind bekannt. Aussagen von Gästen, Hotelangestellten, digitale Spuren. Doch zusammengesetzt ergeben sie kein klares Bild. Stattdessen entsteht ein undurchsichtiges Netz aus Rätseln, das bis heute Fragen offen lässt. Nachdem Elisa am 28. Januar 2013 im Cecil Hotel eingecheckt hatte, verbrachte sie zunächst Zeit in einem Mehrbettzimmer. Doch schon bald beschwerten sich die Mitbewohner. Sie erzählten, Elisa habe seltsames Verhalten gezeigt. Unruhig, nervös, manchmal schwer nachvollziehbar. Daraufhin entschied das Hotel, sie in ein Einzelzimmer zu verlegen. Für Elisa bedeutete das mehr Privatsphäre, doch auch mehr Einsamkeit. Am 30. Januar wurde sie in einem nahegelegenen Buchladen gesehen. Die Verkäuferin beschrieb sie als freundlich und interessiert. Elisa kaufte Bücher und Geschenke, vermutlich für ihre Familie. Es war ein normaler Moment. Nichts deutete darauf hin, dass wenige Tage später ihr Leben enden würde. Am 31. Januar sollte Elisa aus dem Cecil Hotel auschecken. Ihre Eltern in Kanada warteten wie gewohnt auf ihren Anruf. Doch diesmal blieb das Telefon still. Zunächst dachten sie, es handle sich um eine Verzögerung. Vielleicht war Elisa beschäftigt oder unterwegs. Doch auch am nächsten Tag meldete sie sich nicht. Ihre Eltern waren beunruhigt und informierten sofort die Polizei von Los Angeles. Die Ermittler begannen, das Hotel zu durchsuchen. Doch das Cecil ist kein gewöhnliches Gebäude. 15 Stockwerke, unzählige Zimmer, verwinkelte Gänge, mehrere Aufzüge und Notausgänge. Eine Welt für sich. Hinzu kam die Lage im berüchtigten Stadtteil Escayero, wo Kriminalität und Armut allgegenwärtig waren. Die Polizei konnte nicht jeden Winkel sofort absuchen. In dieser Zeit entstand das Video, das später weltberühmt werden sollte, die Überwachungskamera aus einem der Aufzüge. Das Video wurde am 1. Februar 2013 aufgenommen und zeigt Elisa in den letzten bekannten Momenten ihres Lebens. Wir sehen, wie sie den Aufzug betritt, nervös auf die Knöpfe drückt, einen nach dem anderen. Fast alle auf einmal. Doch die Tür schließt sich nicht. Stattdessen bleibt der Fahrstuhl wie eingefroren. Elisa schaut hinaus in den Flur, macht vorsichtige Schritte, dann zieht sie sich hastig zurück, als ob sie jemanden gesehen hätte. Ihre Bewegungen sind unruhig, fast panisch. Sie drückt sich in die Ecke, tritt dann wieder hinaus. Ihre Hände beginnen merkwürdige Gesten zu vollführen. Als würde sie mit jemandem sprechen oder etwas Unsichtbares berühren. Schließlich tritt sie wieder hinaus in den Flur. Der Fahrstuhl schließt sich, fährt ab. Und Elisa erscheint nie wieder darin. Dieses Video verbreitete sich später millionenfach im Internet. Doch schon die Ermittler, die es zuerst sahen, waren fassungslos. Was hatte Elisa so in Panik versetzt? Warum öffnete und schloss sich die Fahrstuhltür nicht normal? War jemand im Flur, der nicht von der Kamera erfasst wurde? Oder war Elisa in einem Zustand, der ihr Verhalten erklären konnte? Gleichzeitig berichteten einige Hotelgäste, Elisa in den Tagen vor ihrem Verschwinden gesehen zu haben. Manche sagten, sie habe laut mit sich selbst gesprochen. Andere meinten, sie wirkte verwirrt, aber harmlos. Es sind Beobachtungen, die sowohl zu einer psychischen Krise passen könnten, als auch zu der Vorstellung, dass Elisa tatsächlich verfolgt wurde. Die Ermittler versuchten,
ihren letzten Weg nachzuvollziehen. Doch das Cecil-Hotel war voller blinder Flecken. Nicht jeder Flur, nicht jeder Ausgang war überwacht. Elisa konnte theoretisch fast überall hingelangen. In den Keller, auf die Notausgänge, sogar auf das Dach. Am 1. Februar, dem Tag nach ihrem geplanten Check-out, war Elisa endgültig verschwunden. Sie tauchte nicht mehr auf. Ihr Zimmer wurde durchsucht, persönliche Gegenstände gefunden, Kleidung, Medikamente, ihr Laptop. Aber Elisa selbst blieb unauffindbar. Die Polizei setzte Spürhunde ein, die ihre Spur bis zu einem Fenster im Obergeschoss verfolgten und dann verloren. Es war, als hätte sich Elisa in Luft aufgelöst. In den folgenden Tagen wuchs die Unruhe. Gäste und Angestellte fragten sich, wo sie war. Ihre Eltern reisten nach Los Angeles, verzweifelt auf der Suche nach Antworten. Doch niemand konnte erklären, was mit ihrer Tochter geschehen war. Währenddessen wurde das Fahrstuhlvideo am 14. Februar von der Polizei veröffentlicht, in der Hoffnung, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Doch statt klarer Antworten führte es zu einer Explosion von Theorien, Spekulationen und Angst. Millionen Menschen weltweit sahen das Video und waren überzeugt. Hier ist etwas passiert, das sich rational kaum erklären lässt. Damit begann der zweite, unheimliche Teil dieses Falls. Der Moment, in dem aus einem vermissten Mädchen eine globale Legende wurde. Das Fahrstuhlvideo vom 1. Februar 2013 markiert den letzten Moment, in dem Elisa Lam lebend gesehen wurde. Was danach geschah, liegt im Dunkeln. Und genau dieses Dunkel macht den Fall bis heute so rätselhaft. Die Ermittler versuchten, Elisas Spuren nachzuvollziehen. Doch im Cecil-Hotel gibt es kaum klare Linien. Das Gebäude ist ein Labyrinth aus langen, verwinkelten Fluren, versteckten Treppenhäusern, unzähligen Türen und Zugangsmöglichkeiten. Manche Bereiche waren abgesperrt, andere nur scheinbar verschlossen. Jeder, der das Hotel betrat, konnte sich leicht verirren. Die zentrale Frage lautet: Wie gelangte Elisa auf das Dach, wo später ihr Leichnam gefunden wurde? Der direkte Zugang war normalerweise verschlossen. Nur Angestellte hatten Schlüssel und einen Code für die Alarmanlage. Doch es gab auch andere Wege: Notausgänge, Feuerleitern, kleine Fenster, die in dunkle Treppenhäuser führten. War Elisa so weit gekommen? Und wenn ja, freiwillig oder gezwungen? In der Nacht nach der Aufzeichnung des Videos bemerkten Hotelgäste merkwürdige Dinge. Einige berichteten von seltsamen Geräuschen in den Gängen, Schritte, die abrupt endeten. Andere sprachen von einer beklemmenden Atmosphäre, als ob etwas nicht stimmte. Natürlich ist das rückblickend leicht zu sagen. Doch mehrere Gäste erinnerten sich unabhängig voneinander an ein unruhiges Gefühl in diesen Nächten. Ab dem 2. Februar begann Elisas Verschwinden offiziell zu einem Vermisstenfall zu werden. Ihre Eltern alarmierten die Behörden, und die Polizei nahm die Suche ernst. Beamte durchkämmten die Flure, die Lobby, den Keller. Spürhunde wurden eingesetzt. Ihre Spur führte tatsächlich bis zu einem Fenster im Obergeschoss. Ein mögliches Tor zum Dach. Doch die Hunde verloren die Fährte dort. Bedeutete das, Elisa sei hinausgeklettert? Oder hatte sie das Gebäude verlassen und war später wieder zurückgekehrt? Das Cecil-Hotel liegt in einem Stadtteil, der alles andere als sicher ist. Escudero ist berüchtigt für Gewalt, Drogenhandel und Obdachlosigkeit. Die Polizei musste auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Elisa entführt oder angegriffen worden war. Doch es gab keinerlei Zeugenberichte, keine Kameraaufnahmen außerhalb des Hotels, die dies belegten. Während die Tage vergingen, verschärfte sich die Lage im Hotel. Gäste beschwerten sich zunehmend über das Wasser. Es schmecke seltsam, sagten sie, und habe eine dunkle, fast ölige Färbung. Manche berichteten, dass der Wasserdruck schwach war, dass die Duschen nicht richtig funktionierten. Noch ahnte niemand, was dies bedeutete. Am 19. Februar, also fast 3 Wochen nach Elisas Verschwinden, beschloss ein Wartungstechniker des Hotels, die Wassertanks auf dem Dach zu überprüfen. 4 riesige Behälter standen dort, jeder mehrere Meter hoch, mit schweren Metalldeckeln verschlossen. Als er einen der Tanks öffnete, machte er eine Entdeckung, die ihn für immer prägen sollte. Im Inneren des Wassertanks trieb ein Körper. Nackt, in fortgeschrittenem Verwesungszustand. Es war Elisa Lam. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Gäste waren schockiert, die Presse stürzte sich auf die Geschichte. Das Cecil-Hotel wurde erneut zu einem Ort des Schreckens. Die Vorstellung, dass Dutzende Menschen tagelang Wasser getrunken hatten, in dem eine Leiche lag, löste Entsetzen aus.
Doch die Entdeckung war nur der Beginn weiterer Fragen. Wie war Elisa überhaupt in den Tank gelangt? Der Zugang war schwierig. Man musste zuerst aufs Dach, dann einen der schweren Metalldeckel anheben und schließlich in den Tank steigen. Ein riskantes, fast unmögliches Unterfangen für eine Person allein. War sie freiwillig hineingestiegen? Vielleicht in einem Zustand psychischer Verwirrung? Oder hatte jemand sie hineingeworfen, um ein Verbrechen zu vertuschen? Die Autopsie später stellte fest, es gab keine Spuren äußerer Gewalt. Keine Anzeichen von Misshandlung oder Fremdeinwirkung. Todsorsake, Ertrinken. Doch viele Details blieben unklar. Elisa hatte ihre Kleidung nicht am Körper, sondern sie trieb im Wasser neben ihr. Bedeutete das, sie hatte sich selbst ausgezogen, bevor sie ins Wasser stieg? Oder hatte jemand anderes die Kleidung entfernt? Die Ermittler erklärten schließlich, Elisa sei ertrunken, vermutlich infolge einer psychischen Episode. Doch diese offizielle Version überzeugte nicht alle. Zu viele Fragen blieben offen. Vor allem das Fahrstuhlvideo ließ Zweifel wachsen. War es wirklich nur ein Ausdruck einer psychischen Krise? Oder sah man darin eine Frau, die in Panik vor jemandem floh? Einige Internetnutzer analysierten das Video Bild für Bild, entdeckten vermeintliche Schatten und Bewegungen, die auf eine zweite Person hindeuten könnten. Andere wiesen darauf hin, dass die Zeitstempel des Videos unvollständig waren, als ob Sekunden herausgeschnitten worden wären. In der Tatnacht, zwischen dem Aufzugvideo und dem Fund im Tank, spielte sich also ein Drama ab, das niemand je vollständig aufklären konnte. Und genau dieses Vakuum, die Lücke in der Geschichte, ist es, was den Fall Elisa Lam so faszinierend und zugleich so unheimlich macht. Der Fund von Elisa Lam im Wassertank des Cecil Hotels am 19. Februar 2013 war ein Schock, nicht nur für ihre Familie, sondern für die gesamte Öffentlichkeit. Plötzlich war der Fall kein lokales Vermisstenproblem mehr, sondern ein weltweites Medienspektakel. Schon wenige Stunden nach der Entdeckung versammelten sich Journalisten vor dem Hotel. Kamerateams filmten das Eingangsportal, während Gäste in Panik auscheckten. Viele wollten das Gebäude nicht länger betreten, nachdem sie erfahren hatten, dass sie fast 3 Wochen lang Wasser getrunken, gekocht und geduscht hatten, das mit einer Leiche in Berührung gekommen war. Die Polizei sperrte das Dach ab und begann mit kriminaltechnischen Untersuchungen. Fotos wurden gemacht, die Tanks überprüft, Spuren gesichert. Doch die Ermittler standen vor einem Rätsel. Es gab keine eindeutigen Hinweise auf ein Verbrechen. Kein Blut, keine Abwehrspuren, keine Anzeichen von Gewalt am Körper von Elisa Lam. Die Autopsie ergab schließlich, Todesursache war Ertrinken. In Elisas Körper wurden Spuren ihrer verschriebenen Medikamente gefunden. Antidepressiva und Stimmungsstabilisatoren, allerdings in niedrigerer Dosierung, als sie eigentlich hätte einnehmen sollen. Alkohol oder Drogen wurden nicht festgestellt. Die Gerichtsmediziner kamen daher zu dem Schluss, dass Elisa möglicherweise ihre Medikamente unregelmäßig eingenommen hatte. In Verbindung mit ihrer bipolaren Störung könne dies zu einer psychischen Episode geführt haben. In einem solchen Zustand könnte sie die Orientierung verloren haben, halluziniert und schließlich selbst in den Tank gestiegen sein. Doch diese Erklärung überzeugte viele nicht. Kritiker fragten, wie konnte eine junge Frau allein den schweren Metalldeckel des Tanks öffnen und anschließend hineinklettern? Noch dazu auf einem Dach, das offiziell verschlossen und alarmgesichert war? Weder Hotelangestellte noch Gäste hatten ein Signal für einen ausgelösten Alarm gemeldet. Bedeutete das, dass Elisa tatsächlich einen anderen Weg genommen hatte? Vielleicht über eine Feuerleiter? Oder war jemand mit Schlüssel und Zugangscode beteiligt? Während die Polizei ihre offizielle Version präsentierte, begann im Internet eine Welle von Spekulationen. Das Fahrstuhlvideo, das bereits vor der Leichenfund veröffentlicht worden war, wurde millionenfach angesehen. YouTube-Kommentare, Forenbeiträge und Blogs überschlugen sich mit Theorien. Manche waren rational, Elisa sei Opfer ihrer Krankheit geworden. Andere waren düsterer, jemand habe sie verfolgt, vielleicht sogar ein Hotelangestellter. Wieder andere gingen ins Mystische. Das Cecil Hotel sei von dunklen Kräften heimgesucht, Elisa sei ein weiteres Opfer eines verfluchten Gebäudes. Die Medien verstärkten diese Debatte. Zeitungen berichteten über die lange Geschichte des Hotels, über Serienmörder wie Richard Ramirez, die dort gewohnt hatten, über die vielen Selbstmorde, die in den oberen Stockwerken verübt worden waren. Fernsehsender stellten die Frage, war Elisa Lam nur das neueste Kapitel einer unheilvollen Tradition? Besonders verstörend war die zeitliche Verbindung. Kurz nach dem Fund von Elisa Lam brach in Los Angeles ein Tuberkuloseausbruch aus.
Und die verwendeten Tests hießen tatsächlich Lisa. Für viele war das ein unheimlicher Zufall, für andere ein Beweis für eine größere, vielleicht sogar verschwörerische Wahrheit. Die Ermittler sahen sich unter Druck gesetzt. Doch trotz aller Analysen konnten sie keine eindeutigen Beweise für ein Fremdverschulden finden. Am Ende blieben sie bei ihrer Erklärung: Unfall durch Ertrinken, ausgelöst durch eine psychische Episode. Für Elisas Familie war das ein schwerer Schlag. Sie hatten gehofft, Antworten zu bekommen, doch stattdessen blieben nur Fragen. Warum war sie auf das Dach gegangen? Warum hatte niemand etwas bemerkt? Und warum wirkte das Fahrstuhlvideo so, als ob jemand oder etwas unsichtbar in den Fluren des Hotels lauerte? Die öffentliche Reaktion war enorm. Menschen aus aller Welt pilgerten zum Cecil Hotel, um Fotos zu machen, Kerzen niederzulegen oder einfach nur das Spukhaus von Los Angeles zu sehen. Für viele wurde Elisa Lam zu einer Art Symbol. Einer jungen Frau, die auf tragische Weise in den Strudel aus psychischer Krankheit, gefährlichem Umfeld und einem unheimlichen Gebäude geraten war. Doch die Ermittlungen schlossen offiziell mit einem nüchternen Fazit: Kein Mord, keine äußere Gewalt, kein Verbrechen. Für die Polizei war der Fall damit beendet. Für die Welt jedoch hatte er gerade erst begonnen. Nachdem die Polizei den Tod von Elisa Lam offiziell als Unfall eingestuft hatte, waren viele Menschen nicht zufrieden. Zu viele offene Fragen, zu viele Widersprüche. Und so begann eine Welle von Theorien, manche rational, manche wild spekulativ, manche geradezu unheimlich. Theorie 1: Der tragische Unfall. Die offizielle Version besagt, Elisa litt an einer bipolaren Störung und hatte ihre Medikamente nicht in der vorgeschriebenen Dosis eingenommen. In Verbindung mit Stress, Schlafmangel und der ungewohnten Umgebung könnte sie in eine manische Episode geraten sein. In diesem Zustand habe sie sich möglicherweise verfolgt gefühlt oder halluziniert. Das Fahrstuhlvideo wäre dann Ausdruck ihrer inneren Verwirrung. Und schließlich sei sie, auf der Suche nach einem Ort der Sicherheit oder getrieben von Angst, auf das Dach gelangt, habe die Metalldeckel des Wassertanks geöffnet und sei hineingestiegen. Vielleicht in der Hoffnung, dort Schutz zu finden, vielleicht in einem Moment völliger Desorientierung. Diese Theorie erklärt einiges, aber nicht alles. Wie gelangte sie unbemerkt aufs Dach? Warum löste der Alarm nicht aus? Und warum legte sie ihre Kleidung ab? Theorie 2: Ein Verbrechen im Hotel. Viele Menschen glauben bis heute, Elisa sei Opfer eines Verbrechens geworden. Das Cecil Hotel war berüchtigt, nicht nur wegen seiner Geschichte, sondern auch wegen der Menschen, die dort verkehrten. Kriminelle, Dealer, gewalttätige Gäste. Es wäre nicht überraschend, wenn jemand Elisa bedroht oder angegriffen hätte. Die Vorstellung: Jemand verfolgte sie im Hotel, was ihre Panik im Fahrstuhl erklären könnte. Vielleicht wurde sie dann gezwungen, auf das Dach zu gehen. Dort wurde sie getötet und ihr Körper in den Tank geworfen. Doch diese Theorie hat ein Problem. Es gab keine Spuren von Gewalt. Keine DNA, keine Hämatome, keine äußeren Verletzungen. Die Ermittler fanden keinen Hinweis auf eine zweite Person. Theorie 3: Die Rolle der Hotelangestellten. Einige Spekulationen konzentrierten sich auf das Personal des Cecil Hotels. Hatten sie Zugang zu den Schlüsseln, zu den Alarmcodes? War einer von ihnen verantwortlich? Immerhin wussten sie, wie man aufs Dach gelangte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Doch auch hier, keine Beweise. Kein Mitarbeiter wurde jemals ernsthaft verdächtigt. Trotzdem hält sich die Vorstellung, dass das Hotel mehr weiß, als es zugibt. Theorie 4: Das Internetphänomen Morbid. Eine besonders düstere Episode in der Geschichte dieses Falls betrifft einen Musiker, der sich Morbid nannte. Er hatte Jahre zuvor ein Musikvideo veröffentlicht, in dem eine Frau im Hotel stirbt. Zufällig hatte er selbst einmal im Cecil Hotel übernachtet. Als das Fahrstuhlvideo viral ging, stürzten sich Internetnutzer auf ihn. Sie beschuldigten ihn, mit dem Tod von Elisa Lam zu tun zu haben. Obwohl er nachweislich zur Zeit von Elisas Verschwinden nicht in Los Angeles war, wurde er von Tausenden im Netz diffamiert, bedroht, praktisch zerstört. Sein Leben veränderte sich dramatisch, obwohl er keinerlei Verbindung zu Elisa hatte. Dieser Aspekt zeigt die Schattenseite des Internets, wie schnell aus Spekulationen Hetze werden kann. Theorie 5: Übernatürliche Kräfte. Für viele Menschen ist das Cecil Hotel mehr als nur ein Gebäude. Es gilt als verflucht. Die lange Liste von Selbstmorden, Morden und unerklärlichen Todesfällen nähert die Vorstellung, dass hier eine dunkle Kraft am Werk ist.
Manche interpretieren Elisas seltsame Bewegungen im Fahrstuhlvideo als Zeichen eines unsichtbaren Angreifers, eines Geistes, einer dämonischen Präsenz. Andere glauben, sie sei von einem Hotelgeist in den Tod gezogen worden. Diese Theorien sind nicht beweisbar, doch sie prägen die kulturelle Wahrnehmung des Falls. Theorie 6. Verschwörungen und Symbolik. Das vielleicht bizarrste Detail. Kurz nach Elisas Tod kam es in Los Angeles zu einem Tuberkuloseausbruch. Der Name des verwendeten Tests: LAM Elisa. Für viele war das ein zu großer Zufall. Manche sahen darin ein Zeichen einer Vertuschung, andere sprachen von Experimenten, geheimen Programmen oder sogar okkulten Ritualen. Natürlich gibt es keinerlei Belege für eine Verbindung zwischen dem medizinischen Test und Elisa Lam. Aber in einer Welt voller Spekulationen reicht ein solcher Zufall, um Theorien ins Unendliche wachsen zu lassen. Theorie 7. Manipulation des Videos. Besonders hartnäckig hält sich die Theorie, das Fahrstuhlvideo sei manipuliert worden. Manche Zuschauer bemerkten Sprünge, fehlende Zeitstempel, eine merkwürdige Verzögerung in der Bewegung der Türen. War das Video geschnitten? Wollte jemand bestimmte Szenen verbergen? Vielleicht eine zweite Person im Flur? Die Polizei bestreitet das. Doch Zweifel bleiben. Zusammengefasst bleibt der Fall Elisa Lam ein Feld voller Theorien. Die offizielle Version, ein tragischer Unfall, ist die einfachste Erklärung, aber sie überzeugt viele Menschen nicht. Zu viele Details wirken unlogisch, zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und genau das macht diesen Fall so faszinierend. Nicht die Klarheit, sondern die Leerstelle. Nicht die Antworten, sondern die Fragen. Jeder, der das Video sieht, jeder, der die Geschichte hört, formt seine eigene Theorie. Elisa Lam ist längst mehr als ein Mensch geworden. Sie ist ein Symbol für das Rätsel, das entsteht, wenn Realität und Vorstellung ineinander fließen. Der Tod von Elisa Lam hatte Folgen, die weit über das hinausgingen, was ihre Familie oder die Polizei je erwartet hätten. Denn während die Ermittler den Fall offiziell als Unfall abschlossen, begann im Internet eine ganz eigene Geschichte. Eine Legendenbildung, die bis heute anhält. Das Cecil Hotel als Mythos. Schon zuvor hatte das Hotel einen düsteren Ruf. Serienmörder wie Richard Ramirez, der Night Stalker, hatten hier gewohnt. In den 1960er Jahren hatte Jack Unterweger, ein österreichischer Mörder, hier gelebt. Zahlreiche Selbstmorde waren in den oberen Stockwerken verübt worden. Doch erst mit Elisa Lam wurde das Cecil Hotel endgültig zu einem Symbol des Bösen, einem Spukhaus mitten in Los Angeles. Touristen begannen, das Hotel zu besuchen, nicht um zu übernachten, sondern um die Atmosphäre zu erleben. Fotos vom Eingangsportal wurden zu einem Pilgerort für Fans von True Crime und Mystery. Internet com Elisa Lam. Parallel dazu wuchs im Internet ein Kult um Elisa selbst. Menschen sahen in ihr nicht nur ein Opfer, sondern ein Symbol. Ihre Tumblr-Beiträge wurden analysiert, ihre letzten Fotos verbreitet. Besonders das Fahrstuhlvideo wurde zum Kernstück einer globalen Obsession. Foren wie Reddit, YouTube-Kanäle, Blogs, überall diskutierte man, was wirklich geschehen war. Und je mehr Fragen offen blieben, desto stärker wurde die Faszination. Dokumentationen und Popkultur. Der Fall inspired zahlreich Dokumentationen, darunter die Netflix-Serie Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Auch Musiker, Schriftsteller und Filmemacher griffen das Thema auf. In TV-Serien wie American Horror Story Hotel finden sich direkte Anspielungen auf das Cecil und den Tod von Elisa Lam. Lieder wurden über sie geschrieben, Podcasts widmeten ihr ganze Folgen. Legendenbildung. Mit der Zeit begann sich der Fall von den nüchternen Fakten zu lösen. Aus der jungen Frau Elisa Lam wurde eine Legendenfigur. Manche erzählten, sie sei als Geist im Hotel zu spüren, besonders im Fahrstuhl. Andere sprachen von einem Fluch, der über dem Gebäude liege, und sahen in Elisa nur das jüngste Opfer. Auch Verschwörungstheorien hörten nicht auf. Bis heute glauben manche, das Video sei manipuliert. Andere sehen in ihrem Tod ein Ritual, verbunden mit dunklen Mächten. Das Symbol der modernen Angst. Doch vielleicht ist Elisa Lam vor allem ein Spiegel unserer Zeit. Ihr Tod berührt so viele Menschen, weil er auf unheimliche Weise moderne Ängste verbindet. Die Angst vor Isolation in einer fremden Stadt. Die Angst vor psychischer Krankheit, die man nicht kontrollieren kann. Und die Angst vor unsichtbaren Gefahren, die in alltäglichen Orten lauern. Das Internet machte ihren Fall unsterblich, aber es verzerrte ihn auch. Zwischen Fakten und Fiktion verschwimmen die Grenzen,
Und genau darin liegt die unheimliche Kraft dieser Geschichte. Heute, über ein Jahrzehnt nach ihrem Tod, lebt Elisa Lam in der Erinnerung weiter. Nicht nur als Opfer, sondern als Symbol für ein Rätsel, das niemand lösen kann. Ihr Name ist eng verbunden mit dem Cecil Hotel, mit einem Video, das Millionen gesehen haben, und mit einer Legende, die noch lange bestehen wird. Der Fall Elisa Lam ist offiziell gelöst. Und doch für viele ungelöst. Die Gerichtsmedizin sprach von einem Unfall, ausgelöst durch eine psychische Episode. Die Polizei erklärte, es habe keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben. Und doch, die Fragen bleiben. Wie kam Elisa unbemerkt aufs Dach? Warum löste kein Alarm aus? Weshalb wirkte das Fahrstuhlvideo, als sei jemand Unsichtbares in ihrer Nähe? Und vielleicht die wichtigste Frage: Warum berührt uns dieser Fall bis heute so sehr? Vielleicht liegt es daran, dass er uns zwingt, über Dinge nachzudenken, die wir sonst gerne verdrängen. Über die Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes, über das Gefühl, in einer riesigen Stadt einsam und verloren zu sein, über Orte, die mehr gesehen haben, als wir uns vorstellen können. Elisa Lam wurde zu einem Symbol, nicht nur für ein ungelöstes Rätsel, sondern auch für die Art, wie wir im digitalen Zeitalter mit Geschichten umgehen. Ihr Tod ist zugleich ein menschliches Drama und ein globales Internetphänomen. Zwischen Fakten und Mythen, zwischen Wissenschaft und Legenden, bleibt eine Leerstelle, die jeder mit seinen eigenen Vorstellungen füllt. War es wirklich nur ein tragischer Unfall? Oder war es etwas Dunkleres? Ein Verbrechen, ein Geheimnis, vielleicht sogar etwas, das jenseits unserer Logik liegt? Die Antwort werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Doch eines ist sicher: Solange Menschen über den Fall Elisa Lam sprechen, solange sie das Fahrstuhlvideo sehen und sich fragen, was dort wirklich geschah, wird ihre Geschichte weiterleben. Was denkst du? War es ein Unfall, ein Verbrechen oder etwas Übernatürliches? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Trugkrimi- und Mystery-Geschichten zu verpassen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald eine neue Episode erscheint. Danke, dass du uns bis hierhin begleitet hast. Pass gut auf dich auf. Und denk daran, manche Rätsel bleiben für immer ungelöst. Dieser Fall wirft bis heute mehr Fragen als Antworten auf. War es ein Verbrechen, menschliches Versagen oder schlicht ein unglücklicher Zufall? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Abonniere unseren Kanal für weitere investigativ recherchierte Kriminalfälle und düstere Dokumentationen. Vielen Dank fürs Zuschauen.